Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Freitag, Ende der Woche und wir hatten ja diese Woche die erste Schulwoche nach den Sommerferien hier in Berlin und die war super anstrengend. Ich bin wirklich K.O. Manchmal, man sieht das nicht alles so im Background, was da alles läuft, aber ich bin wirklich fix und fertig, weil ich eine anstrengende Woche, weil auch so viel zu tun war und dann eben diese Eingewöhnung jetzt neu in der Oberschule. Hier in Berlin geht man nach der 6. Klasse in die Oberschule, also 7. Klasse bedeutet dann Oberschule und dann haben sie die Schule gewechselt. Wechsel, 6 Klassen etc. habe ich alles im letzten Video erzählt. Schaut da gerne vorbei, falls ihr das noch nicht gesehen habt, aber wie ich schon meinte, heute ist Freitag. Wir haben am Sonntag Hochzeit und zwar die Nichte meines Mannes, also die Cousine der Kinder heiratet. Und ich bin ja in vielen Sachen super organisiert und alles, aber gerade was solche Dinge angeht, bin ich immer auf dem letzten Drücker. Sei es Urlaub und so weiter, alles auf dem letzten Drücker. Deswegen war ja auch alles so spontan, auch dass wir weggefahren sind und so. Und deswegen war dann halt auch dementsprechend diese Woche so anstrengend. Und ja, es fehlen noch hier und da ein paar Outfits. Mein Kleid ist gestern beim Anprobieren der Reißverschluss kaputt gegangen. Aber nun gut, Gott sei Dank habe ich einen vollen Kleiderschrank. Da finde ich auf jeden Fall was anderes noch zum Anziehen. Ich glaube, für meinen Mann muss ich noch ein Hemd besorgen. Für die Kinder, die haben auch noch ein paar Sachen. Ich muss mal gucken, noch irgendwas dazu holen oder so. Weil das ist schon, ne, also müsst ihr überlegen, ich dann jedes Mal für ja, 7, 8 Kinder Mediumskleid haben wir zum Glück auch schon seit längerem da. Das haben wir beim Schneider gebracht gehabt. Das müssen wir heute abholen. Das mussten wir nämlich kürzen und dann, ja, ist es halt nämlich sonst immer sehr viel alles, ne? Wenn du jetzt hier wegen einer Hochzeit dann jetzt rennst und 8-mal komplette Outfits kaufst, da könnt ihr euch mal ausrechnen, was das alles macht. Deswegen versuche ich da, ne? Man hat ja ein Kleid und es ist schon schade, wenn man das jetzt irgendwie nur einmal anziehen konnte. Also ich persönlich finde es nicht so schlimm, wenn man dann irgendwie, ne, wir hatten jetzt ja unseren Feiertag nach dem Fastenbrechen, also wenn man jetzt bei beidem ein Kleid anhatte und dann zieht man es nochmal bei der Hochzeit an. Finde ich nicht schlimm. Gibt viele, die sagen so, nee, das muss jetzt was sein, was ich noch nie anhatte. Naja, gut. Also wir werden heute schauen, was wir jetzt noch alles finden. Was wir alles bekommen. Wir müssen aber noch, ich hoffe, der Shop macht es noch express, noch Papa seine Hose noch kürzen lassen. Und dein Kleid abholen. Genau, für die Kinder so ein bisschen was schauen. Für die Jungs, denen hatte ich ja zwei feine Hosen hatte ich denen gekauft gehabt vor kurzem. Vielleicht noch eine Hose, vielleicht ein Blazer, Bluse. Wir schauen mal, was wir finden. Und ja, ich nehme euch hier und da ein bisschen mit. Also, wo fangen wir an? Wir fangen an. Also, warte mal. Das sind, ich würde sagen, Radar-Schuhe. Wir probieren an, was nicht passt, wenn wir morgen umtauschen. Deine ersten High Heels? Was hältst du davon? Die ersten Hackenschuhe? Probier an. Hier ist 37 erstmal. Ich. Probier mal an. Ich sage, weil die zu deinem Kleid besser passen. Hey, obwohl Zelda braucht ihr eigentlich mit Hacken. Sie ist ja so klein. Nein. Deine Schuhe sind ja kaputt. So kannst du ja nicht am Sonntag zur Hochzeit gehen. Oh, guck jetzt. Guck jetzt. Hey, wieder Air Force oder was? Ja. Aber andere. Aber sie sind viel besser aus. Zeynep hat eine Dreierkappe. Hier passt. Nein. Komm mal her. Ist schön? Für dich haben wir ein weißes Hemd. Ich weiß nicht, ob das passt. Musst du anprobieren, ansonsten müsst ihr es umtauschen. So, was sagen Sie zu Ihren wunderschönen Also ich habe Schuhen? farblich Schuhe auch gebraucht für mein Outfit. Und ich habe mir einfach mal Schuhe gekauft, die ich vor... Gott, das sind bestimmt schon 25 Jahre dann, ne? Warte, vor 20 Jahren war ich 18. Ich hatte solche Schuhe mit 14. Also ein bisschen länger. Aber genau diesen Style an Schuhen hatte ich damals. Das ist für mich so ein Déjà-vu. Alles kommt wieder zurück. Am besten, meine Lieben, schmeißt nichts weg, behaltet es, legt es irgendwo 15, 20 Jahre in den Keller. Jeder Trend kommt irgendwann zurück. Man kann ja nicht alles neu erfinden, ne? Also irgendwann kommt der Trend wieder. Ich habe sogar ein Foto, da habe ich so eine Schuhe an. Careful. Ahmed, du probierst jetzt diesen Anzug an. Oh. Ja. Ist das ein Smoggy? You want to go to the toilet? Oh, toilet. Enter the toilet. Put the light on. Light on. Open the toilet. Sit down.
Let's go. That was nice. Hand washing? No. Gute Position. Oh mein Gott! Achso, morgen müssen wir noch zum Friseur, ne? So kannst du ja nicht auftauchen, oder? Ich meine, es ist nicht schlimm, also du hast nice Haare, mein Junge. Aber ein bisschen kürzer, also ein bisschen schneiden, wa? Oh, das sieht gut. Oh, Medium, das sieht gut aus. Warte, hier muss auf. Und dann in die Hose rein. Ja, mit der schwarzen. Ja. Was? Ich meine, du kannst ja den Blazer... Oh, ja, oh. Ja, so mehrmals krempeln. Das sieht gut aus, oder? Weil das kommt ja eh in die Hose rein. Ja, gefällt mir. Yes. Wonderful. Hast du keine Schuhe? Ah, süß. Warte, ich zeig deinen Kopf nicht. Ja, das sieht doch süß aus. Und dazu die beigen Schuhe. Ey, die Schuhe sind einfach mal perfekt zum Outfit, ne? Ideal. Ja, hier. So eine Dinger geholt, was man in den Schuh reinklebt, damit das Fuß nicht so rumrutscht. So, machen wir jetzt? Ja, sind besser, ne? Jetzt laufen wir? Warte, der Rock hast du hinten eingeklemmt. So. Ja. Ja, Jetzt schlackert es nicht mehr hinten. Ist es gut? Stört das? Oh, das sieht so toll aus, Zeynep. Wirklich, so ein schön, das finde ich so schön. Also, wir müssen eigentlich nur eine Schuhe umtauschen. Die für Esma waren zu klein. Esma kriegt nochmal andere Schuhe. Ansonsten hat ja alles gepasst. Super. Ja, wir haben voll vergessen, den Jungen zum Friseur zu bringen. Sein Haarschnitt ist sowas von rausgewachsen. Schnell noch. Ich hoffe, du wirst rangenommen. Ich kann das nicht garantieren. Der Friseur, haben wir vergessen, dass der schon um 17 Uhr zugemacht hat. Und deswegen versuche ich jetzt ein bisschen, wenigstens dieses, weil das hier wirklich sehr, sehr lang ist. Warte, ich mal ein bisschen zu kürzen. Ich habe lange keine Jungshaare mehr geschnitten. Warte, soll ich mit ich schneide noch nicht. Damit, aber so? Ja, ich mache das mit einer Spange. Also ich muss schon sagen, ich bin echt eine Profi-Haircutterin. Also hier hinten habe ich das echt mal professionell hingekriegt. Hier vorne bei der Länge, ich glaube, die lassen wir erstmal so. Da habe ich jetzt Angst, dass ich jetzt dann da vermassel. Aber hinten professionell. Dreh dich mal um. Was haben die Dusche jetzt überall Haare? Zeig mal von vorne. Ja. Und jetzt du die Haare hier so lässt. Ist halt ein Kater, ne? Würde ich sagen. Na, wie ist es geworden? Nice. Das ist einfach wonderful. Kann deine Mama Haare schneiden? Ja. Welche Note kriege ich jetzt? Das ist eine 1-. Dankeschön. We watch the sun go down over the same old town, like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars, like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you... Ahmed! Kann aber nicht mehr laufen? Ja, nicht ganz mehr. Nochmal.
Und, ist sie schwer? Ja. Oh, Dankeschön. Ich mache mir jetzt ein Frühstück und dachte, ich zeige das euch, weil das jetzt auch mal was anderes ist. Ich frühstücke ja sehr, sehr gerne Porridge und sowas. Und jetzt, da es ein bisschen kühler ist, habe ich auch Lust auf was Warmes. Und ich hatte hier und da mal unterschiedliche Rezepte gesehen. Gut, das wird dann halt so ein bisschen wie so ein Kuchen, ne? Also halt so ein leckeres, süßes Frühstück. Genau, was ich mag. Also ich habe jetzt so eine Banane. Am besten eine schön weiche und die dann zerquetschen. Achso, was wir alles dafür brauchen, sage ich jetzt mal so erstmal. So, und zwar eben eine Banane, ein Ei, dann habe ich hier zarte Haferflocken, Kakaonips. Ich mache da noch Blaubeeren zum Schluss rein, bisschen Zimt und Mandelmilch. Ihr könnt aber nehmen, was ihr wollt. Genau, und ich mache jetzt erstmal die Banane klein. Ich mache jetzt auch alles nach Augenmaß. Also, irgendwas wird es schon werden. Mal gucken. So, das Ganze war jetzt um die 20 Minuten im Backofen. Ich habe es ein bisschen abkühlen lassen, damit es nicht ganz so heiß ist. Jetzt mache ich noch mal ein paar Leckereien oben drauf. Ich finde, es hat jetzt so eine Konsistenz wie so ein Kuchen. Also ich bin echt gespannt. Und jetzt, weil es lecker ist, noch ein bisschen gesundes Fett. Das Fett fehlt noch. Ein bisschen Mandelmus. Dann, um das Ganze noch mal ein bisschen saftiger zu machen, mache ich noch ein bisschen Vanillejoghurt. Das ist jetzt ein veganer Alpro. Einfach so ein bisschen an die Seite. Ich denke, das passt ganz gut mit dem warmen, wie soll man das nennen, Porridge-Kuchen oder was das ist. So. Und dann noch ein bisschen Himbeere. Ist immer gut. Bisschen lecker. Schwupp. Na, soll ja auch gut aussehen hier. Dann nehmen wir noch ein bisschen Granola für die Optik. Soll ja gut aussehen. So, ein bisschen was. So. Sollen wir machen. Jetzt einmal so reinstechen und gucken, wie das Ganze so von der Konsistenz ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, es hat so eine Kuchenkonsistenz, ne? Ja, ist halt wirklich wie so ein bisschen wie so ein Kuchen. So. Heute ist Dienstag und ich muss jetzt erstmal, ich habe ja schon meinen Korb bereitgelegt, ich muss den einmal sauber machen, was mein Mann nicht alles so mitbringt. Aber das ist, ich glaube, das Perfekte so, damit nicht so alles gleich zerquetscht wird. So, gehen wir jetzt einmal in den Garten, ein bisschen Gemüse pflücken. Wir haben jetzt super viele Tomaten. Ein paar Gurken kriege ich noch zusammen. Also ich gucke mal. Der Mais ist noch nicht so weit, aber ich zeige euch mal so den aktuellen Stand im Garten. Und dann, ja, habe ich gesagt, heute ist Dienstag. Die Kinder sind jetzt die zweite Schulwoche nach den Ferien in der neuen Oberschule. Und ja, es ist so ein bisschen chaotisch. Heute hat wieder einer seine Lunchbox vergessen. Oh, das macht mich dann immer so wahnsinnig, weil ich dann wirklich so immer... So, die sind zwar super selbstständig, aber gerade so morgens ist halt immer sehr chaotisch, wenn dann jeder noch hier noch seine Schulsachen packt und so weiter. Und das ist ja jetzt noch mal ein bisschen, sind ja jetzt diesmal in 6 Klassen verteilt und dementsprechend ist so jeder für sich und seine Sachen so verantwortlich mehr. Also mehr Verantwortung da für sich selber und seine Sachen. Aber ich als Mama muss da trotzdem noch, ich weiß nicht,
Könnt mir mal gerne schreiben, wie eure Kinder so sind in der 7. Klasse. Aber ich muss noch ein bisschen immer kontrollieren und hinterher sein. Ne? Habt ihr euren Sportbeutel? Habt ihr die Bücher eingepackt? Wir haben jetzt kein Schließfach in der Schule gemacht, weil das war doch ganz schön teuer. Was war das im Jahr für Schließfach? Ja, das war insgesamt irgendwie 200 € gewesen. Haben wir gesagt, nee. Aber jetzt habe ich doch gemerkt, die Tasche ist doch ganz schön schwer. Aber ich muss noch mal kontrollieren, weil manchmal nehmen die echt unnötige Sachen mit. Dass sie halt wirklich immer nur die Sachen nehmen, an denen, also für den Unterricht, den sie an dem Tag haben. Naja, gut. Auf jeden Fall, danach mache ich Mittagessen. Heute steht der erste Elternabend an. Der erste Elternabend für 6 Klassen. Jetzt sagt mir mal, wie ich das machen soll. Soll ich mich durch 6 teilen? Also wir haben gesagt, wir machen es jetzt wenigstens so. Mein Mann kommt mit und Meriem kommt mit. Und dann, naja, können wir uns auf 3 Klassen verteilen. Ich weiß nicht, man will halt auch nicht dazwischen. Ich habe es damals, also bei der Grundschule habe ich es noch so gemacht, dass ich dann zwischendurch aufgestanden bin und in eine andere Klasse, aber das ist halt dann auch doof, wenn du so dann mitten denkst, so random aufstehst, gehst und dann irgendwo anders, aber random zu spät reinkommst. Das sieht dann ein bisschen doof aus, wenn das keiner weiß, warum. Dann denkt ihr erstens, ja, die hat keinen Bock mehr, die geht. Und die anderen denken, ey, was kommt die so spät? Deswegen ist das schon doof. Aber ich habe gesagt, wir gehen ein bisschen früher hin, damit wir uns da wenigstens kurz mal zeigen bei den Lehrern, so Hallo sagen und so und so. Und das war dann vielleicht irgendwie nochmal, wie heißt das? Am Ende gibt es ja dann immer so ein Protokoll, dass die uns vielleicht dann einmal das Protokoll oder so vom Elternabend zuschicken. Es ist ja meistens sehr ähnlich, ne? Die sind ja alle 7-Klässler, wie gesagt, einfach in 6 Klassen verteilt. Wir haben ja 6 verschiedene Klassenlehrer, aber dennoch sind meistens die Themen sehr ähnlich. Deswegen hoffe ich, dass das so klappt. Aber ja, das sind die Herausforderungen, die wir jetzt aktuell haben. Uy, düşeceksin. Baksana. Dünya. Was gibt's Schöneres als solche frisch geernteten Biotomaten aus dem eigenen Garten? Ist das nicht wundervoll? Wenn ihr die Möglichkeit habt, pflanzt euch Gemüse ein. Und jetzt gerade, wo sowieso alles teurer wird, lohnt sich es definitiv.
Vicky. So schön viele Tomaten. Schaut mal, hier sind Tomaten, da sind Tomaten, da sind Tomaten. Sorry, die Spülmaschine läuft gerade. Ja, aber die sind schnell aufgegessen. Also in die Brotbox für die Kinder, Salat, ins Essen rein. Ich habe die großen Tomaten nämlich übrigens jetzt gerade ins Essen reingemacht. Da habe ich jetzt die Bohnen, die wir gepflückt haben. Einfach schön ganz viel Zwiebel mit Knoblauch angebraten. Ich glaube, das habe ich aber auch öfters gezeigt, ne? Ganz viel Zwiebel, ganz viel Knoblauch und dann Tomaten, Paprikamark, dann die frischen Tomaten aus dem Garten, bisschen Karotte, bisschen Kartoffel und dann die Bohnen dazu und das köchelt vor sich hin und das schmeckt einfach so lecker. Also wie gesagt, Geheimtipp da, ganz viel ganz viel Paprika, ganz viel Knoblauch und Zwiebel und dann die frischen Tomaten, ja. Und noch ein gutes Gewürz ist Ras El Hanout. Das macht das Ganze auch nochmal so deftig. Das ist so eine arabische Gewürzmischung. Ich gucke noch, ob ich dazu noch Reis mache. Ich glaube, das essen wir heute einfach mal so, weil ich habe ein bisschen zu viel Flüssigkeit gemacht. Manchmal mache ich da ein bisschen weniger Flüssigkeit, dann ist es mehr so eine Beilage zum Reis. Heute ist es mehr, ja, ein Suppeneintopf geworden. Hier habe ich noch ein bisschen Nudeln von gestern übrig, mache ich dann einfach warm. Irgendjemand wird es noch aufessen. Genau, und jetzt mache ich mich gleich fertig und dann geht es zum Elternabend. Upsa. Komm, nimm die Bettwäsche runter, ich gebe dir die saubere Bettwäsche. Also. Chance. Ah. Emma, die Erdbeere. Wow. Warte. Wow. Mit mich. Hallo! Hey, du bist nicht mal fertig. Mit der Arbeit. Hallo Anne. Hallo Abla. Macht Spaß, das Video zu schneiden? Mhm.
Machst du? So, nimm die Seite, nimm die Seite. I'm a rhino. I'm a rhino. Ja, meine Lieben, das ist die Realität hier unten im Keller im Waschraum. Ich empfehle niemanden, einen Waschraum im Keller zu haben, weil da habt ihr keinen Bock runterzugehen und ich habe eine Aversion, oder wie kann man das nennen, einen Angstzustand, in den Keller zu gehen und die Wäsche zu machen, weil ich weiß, dass die Berge so groß sind. Ja, und für diejenigen, die immer meinen, ich bin so perfekt und krieg alles auf die Reihe, nee, ich krieg nicht alles auf die Reihe und vor allem die Wäsche steht mir bis zum Hals und das ist so der aktuelle Stand. Wir werden mal sehen im nächsten Vlog, wie weit ich komme. Drückt mir die Daumen, lasst einen Daumen hoch da, dafür, dass nächste Woche das hier alles weg ist. Also schauen wir mal. Ich nehme mir das jetzt als Ziel, ja, für den nächsten Vlog. Das ist jetzt übrigens heute Freitag. Ihr seht ja das Video am Sonntag. Also bis nächsten Freitag dann, ne? Ich muss ja noch noch Zeit zum Schneiden und so. Bis nächsten Freitag hoffen wir mal, drücken wir die Daumen nach oben, dass das alles weg ist. Also es ist ein sehr hoher Berg. Ich habe 2 Waschmaschinen, 2 Trockner und ich hänge immer noch die Sachen trotzdem auf, weil es ist halt, der Trockner braucht immer sehr lange. Und deswegen, ich tue auch nicht immer alles in den Trockner. Deswegen ein Teil hänge ich immer auf, ein Teil trockne ich. Und ja, hier sind nochmal 2 volle Wäschekörbe. Ja, also dass ihr mal seht, ne? Also das ist halt die Realität. Also ich lege jetzt los. So, das ist jetzt der Zwischenstand nach, was, 20 Minuten ungefähr. Also der Berg ist jetzt nicht wirklich kleiner. Ich habe jetzt neue Wäsche angemacht. Das dauert natürlich ein bisschen, aber ich werde jetzt fleißig hoch und runter rennen. Dann, wenn das nächste hier ein Trockner ist oder beziehungsweise aufgehangen, gleich die nächsten anmachen. Aber hier haben wir jetzt alles zusammengelegt. Das kriegen dann die Kinder ihre Körbe hoch. Hier, das sind die sauberen Sachen. Das machen dann die Kinder selber. Die räumen das natürlich selber ein. Die helfen auch dann auch beim Aufhängen und so weiter. Das ist ja dann jetzt übers Wochenende, helfen die Kinder viel mit. In der Woche ist es ein bisschen schwierig, weil die auch immer so viel lernen müssen und so. Aber am Wochenende packen die Kinder mit an. Dann kriegen wir das schon hin. Ich meine, das ist ja, hier seht ihr, da stehen ja noch die Koffer. Also es sind natürlich auch diese ganzen Sachen, die aus der Reise zurückkamen. Deswegen ist es nochmal extrem viel. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe es auch schweifen lassen, weil ich einfach keinen Bock hatte, hier runter zu gehen. Ja, aber so sieht es jetzt erstmal aus. Ist okay. Hier ist auch noch ein bisschen was, aber kriegen wir hin.